Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man Dekokugeln mit Hortensien als Grundlage erstellen kann. Die ganzen benötigten Materialien trage ich auch wie üblich in die Videobeschreibung ein, weil in diesem Moment weiß ich jetzt noch nicht genau, ob ich das hier alles nachher verwenden werde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich lege jetzt mal direkt los. Für meine erste Deko-Version wird mir diese Styroporkugel als Grundlage dienen. Die hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von ca. 16 cm. Ja, und damit sie halt nicht die ganze Zeit hin und her kullert, kommt da jetzt einfach dieser Blumentopf drunter. Und an die Styroporkugel wird jetzt Bindedraht befestigt werden. Ihr könnt auch den ganz feinen Bindedraht nehmen. Und der wird jetzt ganz entspannt mit Kreppband befestigt werden. Damit er jetzt erstmal hält, könnt ihr hier an irgendeiner Stelle der Kugel mit Kreppband erstmal festmachen, den Bindedraht. So, gut andrücken. Jetzt gucke ich mal, ob das jetzt so schon halten würde. Ja, das macht doch jetzt schon mal einen guten Eindruck. Jetzt nehme ich mir mein Schleierkraut und schneide mir das mal als erstes zurecht. Mache da jetzt gleich so kleine Sträußchen von. So, das war jetzt hier beiseite. Das kann jetzt auch ruhig ein bisschen üppiger sein mit dem Schleierkraut. Ich habe hier im Übrigen einen Bund liegen. Ja, so ist das doch eigentlich schon mal ganz gut. Dann kommt jetzt als nächstes eine Bauernhortensie zum Einsatz. Die Blätter werde ich aber an den Bauernhortensien entfernen. Ich finde persönlich, das sieht sonst immer ein bisschen unschön aus, wenn die Blätter verwelken. Na, Schleierkraut. Und mache jetzt hier so ein kleines Sträußchen davon. Ne, so lang ist das Ganze jetzt noch. Oder ich halte mal eben Zollstock dran. Das hat jetzt bei mir eine Länge in etwa, ja, sagen wir mal so, na, Moment, 5 cm lang ist das jetzt noch. Teilweise habe ich aber auch Hortensien, die sind jetzt ein bisschen kürzer. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, wenn da nicht mehr so viel Stiel dran ist. Genau, Stiel dran ist. Ja, wie gesagt, da mache ich jetzt so ein kleines Sträußchen raus. Der Bindedraht ist hier. Ich drehe das mal ein bisschen. Und lege das jetzt unterhalb des Bindedrahts. So, ist jetzt am Anfang so ein bisschen frickelig. Damit mir der Bindedraht jetzt auf dieser Styroporkugel nicht die ganze Zeit hin und her rutscht, kommt jetzt einfach wieder etwas Kreppband zum Einsatz. Da ist der Bindedraht. Und dann klebe ich das jetzt hier erst einmal wieder mit Kreppband fest. Das ist aber jetzt mit dem Kreppband nur am Anfang so. Dann kommt jetzt wieder mein Schleierkraut zum Einsatz. Auch erst wieder zurechtschneiden. Ist jetzt nicht mehr ganz so toll, das Schleierkraut, aber dafür hat es auch nur, oder dieser Bund hat auch nur noch 2 Euro gekostet. Doch, ich glaube, das waren 2 Euro. Aber es ist halt schon teilweise am Verwelken oder am Verblühen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ne, könnt ihr ruhig dann auch Schleierkraut verwenden, was schon am Verblühen ist. Gehst du wohl beiseite? Wieder ein kleines Sträußchen. Eine Hortensie. Ja, die ist jetzt ein bisschen zu lang, der Stiel. Nehmen wir auch mal eben hier ab. Ich werde jetzt hier mal eben so ein bisschen drehen für euch. Da ist der Bindedraht. Sträußchen kommt wieder unter den Bindedraht. Ich sage ja, der Anfang ist wirklich ein bisschen frickelig. Damit es dann hält, wieder etwas Kreppband auf den Bindedraht. Und ich denke, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Zeitraffer. Na, wo ist mein Bindedraht? Im Zweifel einfach auch mal zu zweit sowas machen. Ich habe jetzt einmal um meine Kugel drumherum gearbeitet. So sieht das Ganze jetzt aus und der Rest muss natürlich jetzt auch noch bedeckt werden. Das mache ich jetzt so lange, bis man halt nichts mehr von der Kugel sehen kann. Nehme mir jetzt wieder Schleierkraut und eine Hortensie. Einfach hier miteinander kombinieren. Da ist der Draht. Wird auch wieder drunter gelegt. Natürlich lege ich jetzt den Draht auch an die Stellen hin, wo halt noch nichts vorhanden ist. Nehme auch wieder etwas Kreppband zur Hilfe. Ich muss mal gucken, wie lange ich da jetzt noch mit dem Kreppband arbeiten werde. Na, eben hier festmachen. Und ich denke, ich muss mir auch noch gleich ein paar Hortensien im Garten schneiden. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass das hier gleich nicht reichen wird. Aber ich habe zum Glück noch welche im Garten. Das sind jetzt alles Hortensien aus meinem eigenen Garten. Bei dem letzten Hortensien-Video hatte ich ja Hortensien aus dem Garten eines Freundes. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles Hortensien aus meinem Garten. Und da ist auch noch bisschen was dran, was ich schneiden kann. Ne, das ist jetzt eine, die hat einen ganz, ganz kurzen Stiel. Das ist aber jetzt auch nicht so wild. Man kann den Draht auch sonst hier einfach dazwischen legen. Ne? Wenn jetzt eure Hortensien auch so einen richtig kurzen Stiel haben sollten.
Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo der Draht auch über die bereits vorhandenen Hortensien drumherum gewickelt wird. Dafür nehme ich die so vorsichtig auseinander und freme mir den Draht so dazwischen entlang. Das Kreppband kommt jetzt nicht mehr zum Einsatz. Die Hortensien werden jetzt hier nur noch, ja, welche nehmen wir denn? Ach, nehmen wir die mal. Unter den Draht gelegt werden. Auch mit Schleierkraut weiterhin als Kombi. Na, wo ist der Draht? Da. Das mache ich jetzt auch wieder so lange, bis man halt nichts mehr von der Styroporkugel nachher sieht. Ich hatte mir in der Zwischenzeit auch ein paar Hortensien aus dem Garten noch geschnitten. Ich glaube, ich muss nachher aber noch ein paar holen. So, das meiste habe ich jetzt geschafft. Ich habe allerdings als Lückenfüller auch noch Rispenhortensie mit eingearbeitet. Sonst hätte ich nämlich wirklich alle meine Bauernhortensien abschneiden müssen und das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Naja, und jetzt wird die Kugel überprüft werden, ob hier noch irgendwelche Lücken vorhanden sind. Und hier sind jetzt auch noch so Stellen, da sieht es jetzt noch nicht wirklich wie eine Kugel aus. Und von daher wird der Draht da so lange drumherum gewickelt, bis ich mit der Form zufrieden bin. Und gleichzeitig gucke ich halt, wo könnte denn jetzt noch eine Hortensie hin. Ich ziehe den jetzt auch relativ stramm, den Draht. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich einen Draht in so einem, ja, in einem lilanen Farbton ausgewählt habe, weil diesen Bindedraht wird man sehen. Ach ja, und das restliche Schleierkraut wird auch noch eingearbeitet werden, weil das brauche ich sonst nachher nicht mehr. Ich achte aber jetzt auch darauf, bei dem Schleierkraut oder auch bei der letzten Bauernhortensie, dass ich das so dazwischen stecke, also den Stiel, dass man den dann halt nachher nicht mehr sieht. Von daher kann man das jetzt auch ein bisschen kürzer schneiden beim Schleierkraut. Ja, dann einfach so nach Gefühl, ne, wie ihr halt meint. Man kann das Ganze auch immer noch so ein bisschen mit den Händen ausformen. Und den Bindedraht schneide ich jetzt ab. Wer das nachher aufhängen möchte, der kann ja hier auch schon mal eine Schlaufe mit dem Bindedraht formen. Den verfricke ich jetzt einfach mit dem bereits vorhandenen Bindedraht. Da ich jetzt noch nicht weiß, ob das nachher aufgehangen werden soll oder liegen bleibt, mache ich hier jetzt einfach mal so eine Schlaufe schon mal mit hinein mit dem Draht. Ja, die könnte aber ein bisschen kleiner sein, die Schlaufe. Ich habe jetzt leicht übertrieben. Wenn das irgendwann auch mal abgewickelt werden wird, den Bindedraht werde ich auch nicht entsorgen. Naja, und jetzt kann man das aber noch weiter dekorieren. Ich habe mir gedacht, ich werde noch ein paar Hagebutten mit einarbeiten. Die stecke ich dann hier immer so unter den Draht hinein. Müsst ihr mal ein bisschen kürzen. Wie gesagt, die stecke ich unter den Draht hinein. Ich hatte auch vorhin überlegt, na, eine geht schon ab. Ich hatte vorhin auch überlegt, ob ich da Zieräpfel mit einarbeiten möchte. Aber ich glaube, mit den Hagebutten, das reicht jetzt erstmal. Da nehme ich auch die verbleibenden Blätter ab bei den Hagebutten. Meine erste Hortensienkugel ist jetzt soweit fertig und ich habe mir gedacht, ich werde die später so liegend auf einem Tisch platzieren. Die wird jetzt in meinem Fall doch nicht aufgehangen werden. Und dann komme ich jetzt mal zu der zweiten Version. Da wird mir dieses zusammengeknüllte Zeitungspapier als Grundlage dienen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe jetzt auch keine, Styroporkugel mehr zur Verfügung. Ich denke, ich bleibe jetzt auch bei diesem, lilafarbenen Bindedraht. Der wird jetzt hier auch einfach mal wieder mit Kreppband an mein Zeitungspapier geklebt werden. Oder auch nicht. Ach, und wie heißt es? Die Hagebutten hätte man jetzt auch mit der Heißklebepistole befestigen können. Da ich jetzt dieses Zeitungspapier noch ein bisschen ausformen möchte, wird der Bindedraht jetzt hier nochmal drumherum gewickelt werden. So, dann hält das schon mal besser. Dann wird es hier schon mal ein bisschen runder. Die Kugel wird nachher so einen Durchmesser in etwa von, ja, ich sag mal 10 cm haben. Da kommen jetzt auch nur noch Rispenhortensien zum Einsatz. Die Bauernhortensien sind mir ausgegangen. Und ich werde mir dann so kleine Sträußchen hier mit diesem Strandflieder formen. Den lege ich dann hier einfach auf die Rispenhortensien drauf. Muss ich allerdings auch noch zurechtschneiden. Ach, da ist meine Schere. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal meinen Arbeitstisch ein bisschen ausgeformt. Hier muss ich auch noch die Blätter abmachen. Ne, lege ich dann hier so, wie gesagt, auf die Rispenhortensie drauf. Schneide mir die mal eben so ein bisschen zurecht. Wo ist mein Bindedraht? So. Und jetzt auch wieder ein bisschen Kreppband mal zum Einsatz. Da fällt mir ein, ich wollte unter die Kugel ja eigentlich auch wieder was drunter legen, dann hat man es ein bisschen einfacher. Was ihr aber auch machen könntet,
So im Nachhinein habe ich so gedacht, man kann das auch einfach schon mal so hier drauflegen, dass man direkt über die Hortensie drumherum wickelt. Aber ich habe das jetzt allerdings auch erst zum ersten Mal selber so gemacht. Ja, man lernt immer im Laufe des Prozesses auch nochmal so Optimierungen dazu. Dann ist das Ganze eigentlich auch nochmal ein bisschen einfacher. So, Bindedraht. Dann lege ich das jetzt hier einfach schon mal so drauf. Ist irgendwie sinnvoll, habe ich mir jetzt gerade so gedacht. Ja, und dann wickel ich auch wieder so lange drumherum. Ja, das will jetzt hier gerade schon abfallen, ist klar. Wickel ich jetzt hier wieder so lange drumherum mit meinem Bindedraht, bis man halt nichts mehr sieht von der Kugel. Na, komm her. Diese Kugel ist ja jetzt größtenteils mit Hortensien und Strandflieder bedeckt. Und jetzt überprüfe ich die, wo muss denn noch was hin und vor allen Dingen, wo gucken hier noch die Enden der Stiele hinaus. Das ist ja jetzt hier gerade der Fall. Und dann nehme ich mir jetzt auch einfach mal wieder eine Hortensie. Hätte ich eigentlich auch schon heißes zurechtschneiden können. Ich glaube, ich war jetzt noch zweimal in meinem Garten und habe mir Nachschub geholt. Und der Stiel, der wird jetzt hier hineingesteckt werden, dass man nicht nachher wieder so ein Stielende sieht. Strandflieder sollte man vielleicht auch schon mal direkt dazu nehmen. Na, komm. Na, da kann ich ja jetzt noch was hineinstopfen. Muss jetzt eigentlich mein Bindedraht. Ach, da. So. Mal gucken. Ja, so sieht das schon mal besser aus. Hier haben wir noch eine Lücke, da muss auch noch was hin. Meine Kugel ist jetzt noch nicht ganz ausgearbeitet, weil ich habe mir überlegt, ich werde noch etwas von der Stacheldrahtpflanze mit einarbeiten. Die mache ich aber jetzt bewusst hier als letztes oben drauf, damit man die auch ja noch gut sehen kann. Die schieben wir mal eben beiseite. Da muss man jetzt leider auch ein bisschen was abschneiden von der Stacheldrahtpflanze. Mal eben gucken. Lassen wir hier einfach mal ein bisschen hinaus. Ich weiß auch noch nicht, ob ich alles von der Stacheldrahtpflanze verwenden werde. Gucke ich halt auch wieder, dass die Enden von der Stacheldrahtpflanze auch nachher so versteckt sind. Und das wird aber ja dann auch nur noch so nach Gefühl drumherum gewickelt werden. Und dann kommen auch noch die Reste hier von dem Strandflieder zum Einsatz. Die arbeite ich jetzt aber auch wieder folgendermaßen ein. Kleinen Moment. Zack. Stecke ich hier auch so hinein, damit man wirklich nachher nichts mehr davon sieht. Und dann halt die Stacheldrahtpflanze so als Abschluss. Dann ist das irgendwie noch mal ein bisschen mehr Kontrast. Aber letzten Endes ist das ja sowieso immer alles Geschmackssache. Ich selber denke mir gerade so, das ist die coolere Kugel, so von den Farben her. Aber mal gleich gucken, wie das aussieht, wenn hier noch etwas Stacheldrahtpflanze mit drumherum ist. Ich hatte jetzt gerade noch überlegt, ob ich um diese Kugel noch wilden Wein drumherum wickeln möchte, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Auch diese Kugel ist jetzt soweit fertig. Mit der Zeit werden die Hortensien eintrocknen. Um das Ganze noch mal haltbarer zu bekommen, kann man es auch mit Haarspray einsprühen. Ich muss sagen, manchmal mache ich das und manchmal halt auch nicht. Aber mir persönlich ist da jetzt kein großartiger Unterschied aufgefallen, wenn man sie nicht mit Haarspray einsprüht. Ja, und mein persönlicher Favorit ist jetzt ehrlich gesagt diese Kugel hier, weil ich finde, diese Kugel, ja, die würde jetzt besser zu einer Hochzeit passen. Aber ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle mal bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!